Heute geht es bei Investing.com um Varen AI, den KI-Chatbot für deine Aktienanalyse. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun gebe ich ab an Robert. So, dann willkommen zurück hier auf dem Kanal von der Nicola. Mein Name ist Robert. Ich bin ja für Investing.com tätig und ich habe ja hier die Ehre, auf dem Kanal einmal im Monat eine Funktion entweder von Investing.com oder von Investing Pro, ja, dann auch zu präsentieren. Und heute ist es dann auch wieder soweit, ne? Und wir hatten uns ja schon in den vorherigen Videos immer mal wieder mit ein paar Funktionen aus Investing Pro dann beschäftigt. Investing Pro ist ja unser Premium-Produkt. Unter anderem haben wir uns die ProPix KI angeguckt. Da geht es ja um unsere KI-gestützten Strategien. Das sind insgesamt über 80 Stück. Dann hatten wir uns auch noch unsere Pro-Research-Berichte angeguckt. Das ist natürlich mein persönlicher absoluter Favorit. Ne? Das sind ja 1400 PDF-Berichte oder das sind Berichte zu über 1400 US-Aktien, ne? Wo unter anderem dann auch eine Executive Summary zusammengestellt wird und zwar eine aktuelle. Ne? Also was aktuell im Unternehmen tatsächlich los ist. Dann gibt es natürlich noch einen Bull- und Bear-Case, der dann automatisch erstellt wird. Der ist ja mittlerweile auch wesentlich ausführlicher und ein paar zusätzliche Takeaways gibt es auch noch dazu. Und es gibt auch noch eine SWOT-Analyse obendrauf. Die wurde mittlerweile nämlich auch ausgeweitet. Und dann hatten wir uns auch in einem der letzten Videos angeguckt, wie der Fair Value Rechner von Investing Pro funktioniert und wie er sich zusammensetzt. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Normalerweise werden ja häufig dann auch die Multiple-Methoden dann hergezogen, also sprich KGV, KOV oder KBV. Und bei uns gibt es ja auch dann tatsächlich die Discount-Cashflow-Modelle, also DCF-Modelle. Und das ist natürlich eine tolle Sache, vor allem für diejenigen, die dann tatsächlich auch professionell Aktien analysieren möchten. Und im letzten Video hatten wir unseren 5-Punkte-Qualitätscheck näher angeguckt, wo man ja unter anderem die verschiedensten Bereiche dann von einer einzelnen Aktie sich genauer anschauen kann. Und zwar Growth, Momentum, Cashflow, Bewertung und Profitabilität ist, glaube ich, auch eine tolle Sache. Und heute schauen wir uns dann noch eine weitere Funktion an, die es bei Investing Pro gibt. Und zwar geht es da um unser KI-Chatbot. Und zwar trägt unsere KI den Namen Varen AI, natürlich in Anlehnung zu dem Großmeister Warren Buffett, den großen Value-Investor oder den größten Value-Investor unserer Zeit. Ja, und genau dieses KI-Chatbot schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Zumindest so genau, wie es jetzt hier in diesem zeitlichen Rahmen möglich ist. Wer es natürlich genauer testen möchte, der kann das tun. Der geht einfach mal auf unsere Seite. Das sind wir jetzt hier eben schon, ne? Und für all diejenigen, die jetzt hier noch kein Investing Pro haben, die können es hier dann letztendlich käuflich erwerben. Ne? Und für all diejenigen, die schon ein Investing Pro Abo haben, die klicken hier einfach auf Anmelden und dann werden hier die Felder schon automatisch ausgefüllt. Und dann sieht das letztendlich so aus. Da wird dann auch diese Schaltfläche umgewandelt auf Investing Pro öffnen. Und hier seht ihr dann auf der rechten Seite dann auch euer Profilbild mit einem goldenen Kringel und einem goldenen P. Und dann kann man Varen AI dann auch letztendlich nutzen. Für all diejenigen, die jetzt noch kein Investing Pro haben, es gibt auch eine Möglichkeit, Varen AI einfach mal so zu testen. Das Einzige, was dafür nötig wäre, wäre eine kostenlose Registrierung. Und dann könnt ihr pro Monat Varen AI 10 Nachrichten bzw. Anfragen schicken. Also das wäre vielleicht einfach mal ein Versuch wert, würde ich mal sagen. Ne, mit 10 Anfragen kann man ja trotzdem dann mal mal gucken letztendlich, was diese KI dann auch tatsächlich kann. Ich sage mal so, das Besondere an Varen AI ist eben, ich glaube mittlerweile kennt ja jeder ChatGPT. ChatGPT vor 2 oder 3 Jahren hat es ja einen mega Hype ausgelöst und der Hype ist auch noch bis heute da. Jeder oder viele benutzen es. Viele Unternehmen versuchen natürlich hiermit oder mit ChatGPT jetzt auch mit den Agenten Effizienzsteigerungen zu erreichen. Man versucht dadurch die Kosten zu drücken und die Margen nach oben zu bringen. Aber es ist natürlich nicht nur für die Unternehmen gut, sondern es ist dann auch für den normalen
oder ich sage mal, für diejenigen, die am Aktienmarkt unterwegs sind, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Die einzige Downside bei ChatGPT, sage ich mal, ist eben, dass, ja gut, es wurde jetzt nicht speziell für die Börse dann eben entwickelt und es greift auch nicht auf Realtime-Daten zu. Manchmal können die Daten trotzdem natürlich stimmen, aber manchmal eben nicht. Ne? Und das ist halt eben das Problem. Man weiß es immer nicht. Ne? Man kann immer so sagen, okay, bei ChatGPT, sage ich mal so, ist es ja so eine 50-50-Sache, ob die Daten richtig sind oder nicht. Also da muss ich schon ziemlich genau dann hinschauen, wenn ich der KI etwas zum aktuellen Geschehen dann auch frage an den Märkten. Und bei Varen AI ist es so, die greift eben direkt auf unsere Datenbanken zu, also zumindest zum einen auf Investing Pro und auf alle Daten, die wir hier auf investing.com haben. Die zwei Sachen verschmelzen dann zusammen und dann bekommt man ein Realtime-Erlebnis, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben ja all mögliche Assets. Ne? Ihr seht es ja auch jetzt schon mal hier in der kleinen Übersicht. Wir bieten ja Indizes an, wir bieten Futures an, wir bieten Rohstoffe an, Anleihen, Kryptowährungen und so weiter und so fort. Ne? Also ETFs bieten wir natürlich auch an. Und zu all diesen Assetklassen kann man unsere KI dann natürlich auch Fragen stellen. Ihr könnt Positionsgrößen beantworten lassen, ihr könnt Screener-Durchläufe damit machen. Also ja, grenzenlose Möglichkeiten. Alles, was euch so durch den Kopf fliegt, könnt ihr dann letztendlich auch die KI fragen und die antwortet euch dann mit höchster Präzision, würde ich mal sagen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, bei ChatGPT bezüglich Realtime ist es so eine 50-50-Sache. Bei Varen AI würde ich schon sagen, so zwischen 85 und 90% präzise Antworten, wenn es um Realtime-Daten dann auch geht. Natürlich ist es so, wie bei jedem KI-Chatbot ganz gleich, wie toll derjenige sein KI-Chatbot hier beschreibt. Es ist immer nötig, dass man ein gewisses Vorwissen zu der Materie hat, um die Daten auch verifizieren zu können. Und insbesondere, wenn es um Realtime-Daten geht, sollte man natürlich trotzdem das dann noch ein bisschen nachprüfen. Und das könnt ihr dann hier auf Investing Pro dann auch relativ simpel machen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal kurz rein, was es denn hier für Möglichkeiten gibt. Ich will das Video jetzt hier auch diesmal nicht so in die Länge ziehen. Wenn wir jetzt hier einmal in der Suchleiste, ich mache das immer viel zu schnell, ne? Also hier in der Suchleiste gebt euren bevorzugten Wert jetzt hier beispielsweise ein. Ich gebe jetzt hier mal Apple ein, dann kommen wir hier zur Übersichtsseite. Jetzt sind wir hier wieder auf investing.com. Ich habe ja immer schon in den vorherigen Videos gemeint gehabt, okay, Investing versucht natürlich Investing Pro immer stärker auch in investing.com zu integrieren. Und das ist natürlich auch bei der Varen AI der Fall. Und jetzt hier in dem Fall, wenn wir hier ein bisschen runter scrollen auf der Übersichtsseite, dann seht ihr hier neuerdings, zumindest jetzt, was heißt neuerdings, seit 1-2 Monaten, gibt es hier so einen Hot-Button. Und wenn man hier draufklickt, auch als kostenlos, also als Gratis-Nutzer kann man hier draufklicken, weil wie gesagt, ihr habt ja die 10 Anfragen, dann öffnet sich hier auf der rechten Seite, ich mache das jetzt einfach mal, öffnet sich hier Varen AI im Widget und dann gibt es hier eben diesen vorgefertigten Prompt. Ne? Und wenn man den sich jetzt mal hier anschaut, dann ist die Fragestellung, bist du aktuell eher bullish oder bearish gegenüber Apple eingestellt? Das ist natürlich eigentlich immer so die Standardfrage, die man sich ja auch als Anleger fragt und das greift hier investing.com eben auch direkt auf. Und dann fordert man die KI eben auf, okay, schau dir dafür die Fundamentaldaten an, zum Beispiel das KGV oder EPS-Wachstum und beziehe die wichtigsten Kennzahlen letztendlich mit ein. Er soll auch das Nachrichtentool prüfen, weil die KI greift natürlich auf unsere ganzen Nachrichten hier zu, die wir anbieten. Und er soll auch einen Blick auf den Analystenkonsens werfen und die aktuellen Kursziele. Außerdem soll er auch noch die technischen Faktoren mit einbeziehen in seine Entscheidung und anschließend soll er uns dann eine Einschätzung zur Aktie geben. Und das ist dann eben hier die Antwort. Die lesen wir uns jetzt hier nicht komplett durch, sondern schauen einfach nur mal so grob drüber, wie es strukturiert ist. Einmal Fundamentaldaten, ne, Qualität, aber teuer. Ja, gut, das ist bei Apple ja häufig der Fall. Hier bekommt er ein bisschen was zur aktuellen News, ne, was Kurstreiber sind, die Risiken, Regulatorik und so weiter und so fort.
kurzer Absatz hier noch zum Analystenkonsens und wie die technische Lage ist. Und wenn wir jetzt dann wieder hochgehen zum Prompt, dann ist es tatsächlich so, ja, er ist auf jede unsere Frage dann auch letztendlich eingegangen. Ne? Und dann gibt es hier auch noch zusätzlich ein paar Charts, jetzt hier in dem Fall Revenue Growth und EPS Growth. Hier außerdem noch zu den Kurszielen der Analysten. Und hier gibt es dann tatsächlich auch noch die abschließende Einschätzung zu der Aktie. Was ich auch gut finde, das kennen wir ja aus ChatGPT auch. Hier fragt er uns dann noch eine Folgefrage. Entweder man greift die direkt auf. Wenn ich jetzt hier Ja eintippe und auf Enter gehe, dann macht er natürlich diese Folgeanfrage. Und ja, ne? Und dann habt ihr da schon mal einen ersten Einblick zur Apple-Aktie selbst. Dann könnt ihr natürlich sagen, okay, ihr wollt den ganzen Text kopieren oder euch gefällt die Antwort. Wenn euch die Antwort nicht gefällt, dann öffnet sich hier ein kleines Pop-up. Dann könnt ihr sagen, okay, das ist falsch, das ist irrelevant oder ein anderer Faktor gefällt euch nicht. Und dann könnt ihr hier tatsächlich dann auch euer Feedback geben. Und dieses Feedback, das landet dann auch wirklich bei uns. Und zwar beim Support landet es und der antwortet dann auch dementsprechend. Und sofern es ein größeres Problem gibt, wird es dann natürlich auch dementsprechend, also ein größeres Problem meine ich damit, dass jetzt nicht der Support lösen kann, dann wird es natürlich dann auch entsprechend an die entsprechende Fachabteilung dann auch weitergeleitet. Ne? Gut, und da gibt es natürlich noch ein paar mehrere, also gibt es nicht jetzt nur diesen Button, sondern ihr seht schon hier Apple News Kompakt, also sprich, ihr könnt euch einfach hier auch die neuesten Apple News zusammenfassen lassen. Ihr könnt aber auch sagen, was könnten wir denn noch zum Beispiel machen? Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen hier auf den Dividendenreiter und dann bekommt ihr hier immer so ein paar Informationen zur Dividende. Aber ihr könnt auch hier Veren AI direkt mit dem vorgefertigten Prompt fragen, okay, ist die Dividende von Apple sicher? Klicke ich einfach drauf, gibt es hier wieder diesen vorgefertigten Prompt. Jetzt denkt unsere liebe KI mal wieder ein bisschen nach. Natürlich manchmal immer ein bisschen Geduld gefragt, aber mit der Zeit denke ich, dass wir hier noch weitere Rechenpower dann auch zur Verfügung stellen. Dann geht es künftig dann noch schneller. Ja, und hier seht ihr dann, wie sich die Cashflows hier entwickelt haben, wie die Dividende aktuell ist, ob der Free Cashflow die Dividende deckt. Ne, natürlich, bei Apple ist das aktuell überhaupt noch kein Problem. Ne, insofern, ja, da gibt es auch noch massiv Spielraum für Dividendenerhöhungen. Ne, das sagt ja auch, ja, siehst du, habe ich jetzt gar nicht hier Veren AI fragen müssen, sondern aber Veren AI bestätigt das. Das ist natürlich auch immer toll. Ne, ich benutze die Veren AI zum Beispiel auch immer so als bestätigenden Faktor. Ne, ich überlege mir davor, okay, was könnte denn die KI sagen? Und dann bin ich auch immer mal gespannt, okay, sagt die KI jetzt genau das, was ich jetzt eigentlich gerade hier so im Kopf rumschwirren habe? Und tatsächlich jetzt hier in dem Fall reichlich Raum für weitere Steigerungen. Sollte das Management das natürlich auch wollen. Ja, ist doch eine tolle Sache. Finde ich klasse. Wem das hier auf der rechten Seite natürlich nicht reicht, der kann auch direkt auf Investing Pro gehen. Ne, das schauen wir uns dann auch gleich an. Ne, was ich euch noch zeigen wollte, ihr könnt auch hier durch andere Punkte hier durch, ne, zum Beispiel Gewinn- und Verlustrechnung, bekommt ihr auch wieder einen vorgefertigten Prompt. Ihr könnt auf die Bilanz gehen, wie rentabel ist Apple. Ihr könnt auf Cashflow gehen, ne, gibt es den gleichen Prompt, okay, gut. Ihr könnt auf Kennzahlen gehen, ist ja auch eine interessante Frage. Ne? Ist das KUV von Apple aktuell angemessen? Ne? Gut, ne? Kann ich ja direkt fragen, muss ich gar nicht großartig überlegen. Ne? Und so müsste ich hier erstmal durchgucken, müsste schauen, okay, Kurs-Umsatz-Verhältnis aktuell 8,34, Industrie 6,98. Dann müsste ich mir jetzt aber erstmal das Umsatzwachstum anschauen und so weiter und so fort. Und so, wenn ich jetzt hier auf den Prompt gehe, dann bekomme ich hier direkt alles aufgelistet. Ne? Das ist eine klasse Sache. Okay, gut. Aber wie gesagt, das hier auf der rechten Seite ist mit dem Widget eben, ne, also hier. Und wenn ihr das eben im Vollbild sehen möchtet, dann klickt ihr hier einmal oben rechts auf Investing Pro öffnen. Und dann sollte sich hoffentlich jetzt gleich Investing Pro öffnen. Genau. Ja, und dann habt ihr hier auf der linken Seite habt ihr die Auswahlliste, Watchlisten, Ideen, Propix KI, Screener, Datenexplorer, Charts, gespeicherte Studien.
Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit wir schnell weiter wachsen können. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen, vielen Dank. Wir wollen uns ja die Vern AI genauer angucken. Also klicken wir hier einmal da drauf und so schaut es dann letztendlich im Vollbildmodus aus. Ist ähnlich wie bei ChatGPT, gibt es jetzt eigentlich nicht großartig etwas zu sagen. Naja, hier könnt ihr neuer Chat aufmachen, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, wir hatten ja die Dividende hier gefragt, aber wenn ich jetzt einen neuen Chat will, dann klickt ihr einmal auf neuer Chat und dann seid ihr hier wieder auf dem Übersichtsfenster. Ihr könnt Ordner anlegen, das funktioniert natürlich. Ihr könnt nach alten Gesprächen, also eure History hier durchsuchen. Und hier auf der rechten Seite, das ist vielleicht ein kleines Unterscheidungskriterium zu ChatGPT. Hier seht ihr dann, wie viele Credits ihr in dem Monat schon verwendet habt. Credits ist ganz einfach, immer wenn ihr hier auf Enter klickt, dann wird ein Credit euch hier berechnet. Und jetzt hier bei Pro Plus ist es so, wir haben oder ihr habt dann hier 500 Anfragen im Monat. Ich persönlich und wie gesagt, ich arbeite ja täglich dann mit Investing und auch mit Investing Pro. Aber also ich komme hier nicht auf meine 500 Anfragen im Monat. In diesem Monat habe ich vielleicht wirklich ein bisschen wenig genutzt, auch tatsächlich. Ne? Ich habe hier lediglich 54 Anfragen gebraucht. Ne, also ist ziemlich wenig und ich glaube jetzt auch nicht, dass man da also dass da viele auch tatsächlich dieses Kontingent von 500 dann auch wirklich ausschöpfen. Kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Gut, aber möglich, wer weiß. Also das ist auf jeden Fall in der Pro Plus Version mit diesen 500. Bei der Pro Version gibt es nur 50 pro Monat. Das ist natürlich dann für diejenigen, die das nur ab und an nutzen möchten. So, natürlich ist es so, wie bei ChatGPT, ihr könnt natürlich frei offene Fragen stellen. Das steht euch frei, ne, wenn ihr da spezielle Fragen habt. Je detaillierter natürlich die Frage ist und desto besser die gestellt ist, desto besser ist dann letztendlich natürlich auch die Antwort. Das ist klar, das ist auch bei ChatGPT so. Insofern versucht eure Anfragen auch entsprechend strukturiert zu stellen. Ne, hier habt ihr auch noch ein paar vorgefertigte Prompts. Wenn man hier auf Aktienauswahl geht, dann kann man hier die Pack-Ratios prüfen. Ihr könnt nach Branchenführern schauen. Ihr könnt eine SWOT-Analyse durchführen für irgendein Unternehmen. Wenn ihr da jetzt beispielsweise drauf klickt, ne, auf SWOT-Analyse, dann bekommt ihr hier den Prompt und dann gebt ihr hier entsprechend eine Aktie ein, wofür ihr jetzt eine SWOT-Analyse haben möchtet. Ne, beispielsweise, ich möchte eine SWOT-Analyse jetzt zu Nvidia haben. Dann kann ich das machen, klicke ich drauf und dann denkt er jetzt hier auch wieder eine kurze Zeit darüber nach, was er denn uns jetzt erzählen soll. Ja, manchmal geht es, wie gesagt, schneller, manchmal dauert es halt mal ein bisschen, aber das dürfte ja auch kein Problem sein. Ne, und dann kommt halt hier wieder der ganze Text. SWOT-Analyse, natürlich fängt man hier erstmal mit Stärken an. Dann erstellt er uns hier wieder einen Chart, sprich wie sich die Revenue hier entwickelt hat. Na, ist ja auch alles aktuell. Sehr gut. Die Schwächen. Ihr könnt natürlich sagen, weil wie gesagt, das ist ja hier ein vorgefertigter Prompt. Wenn ihr das ausführlicher haben möchtet, dann könnt ihr auch einfach diesen Prompt kopieren. Dann müsst ihr halt sagen, okay, es soll ausführlicher sein. Und dann erzählt er euch das auch ausführlicher. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie ihr den Prompt dann letztendlich formuliert. Und der ist jetzt halt relativ kurz gehalten, auch mit Chancen dann noch und natürlich Risiken. Tabellenüberblick wird auch noch mitgeliefert. Ja, ist doch eine tolle, runde Sache. Ja, ist doch super. Genau, jetzt machen wir hier einfach mal wieder einen neuen Chart auf, einen Chat auf. Hier könnt ihr auch euch über Markttrends informieren. Ne, hier über Earnings, ne, kann man sich zum Beispiel, bevor jetzt ein Unternehmen seine Zahlen vorlegt, könnte man einen Earnings-Check machen, muss man halt die Aktie dann wieder dementsprechend eingeben. Ihr könnt euch, ja, eine technische Analyse könnt ihr hier auch durchführen. Ihr könnt euch Watchlist-Insights holen. Ihr könnt hier auf investing.com unbegrenzt viele Watchlists auch anlegen und ihr könnt dann mit Vern AI euch die Watchlist analysieren lassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, analysiere mir meine Watchlist auf Chancen und Risiken,
Nutze dabei auch den Fair Value und den Qualitätscheck von Investing Pro. Das ist natürlich auch so eine Sache, was richtig gut ist. Darauf greift logischerweise ChatGPT nicht zu, sondern alle unsere eigenen Funktionen, die wir hier auf Investing Pro anbieten, auf die kann natürlich Vern AI auch zugreifen. Ne? Und das ist halt auch so eine tolle Sache und das kann man dann letztendlich mit ChatGPT natürlich nicht machen. Das ist dann alles meine Watchlisten, die ich mal auf investing.com hier erstellt hatte. Wir wählen einfach mal eine aus, die jetzt nicht so groß ist, in dem Fall Ölfeld, weil da lediglich 4 Unternehmen drin sind, wie Weatherford, Baker Hughes, Halliburton und was ist der andere? Schlumberger, genau. Disclaimer, ich bin selber in Weatherford investiert. Ne? Nicht, dass mir hier irgendeiner aufs Dach steigt oder dergleichen. Ich habe da selbst eine Position, jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Also sprich, habe ich auch den Dip nach unten ein bisschen mitgemacht. Aber jetzt ist wieder aktuell so um Einstiegslevel, insofern halb so wild. Und da schaut er sich dann halt das letztendlich an. Ne? Die größten Chancen auf deiner Ölfeld-Watchlist zeigen sich aktuell bei Weatherford. Ja, schöne Sache. Und Schlumberger. Ja, also hier wird aktuell knapp 40% Upside und 42% Upside-Potenzial gegeben. Interessant. Hier gibt es dann wieder diese tabellarische Darstellung mit dem aktuellen Kurs, Fair Value Upside, Analystenkursempfehlung und Investing Pro Score. Das ist ja dieser Qualitätscheck. Ne, da hat jetzt eine Weatherford zum Beispiel einen Qualitätscheck von 3,25. Insgesamt gibt es 5 Punkte, also sind wir hier im Mittelfeld, interessant und tatsächlich, das war auch wirklich so, das war die Idee, die ich hatte. Erstens Turnaround und einen massiven operativen Hebel und das ist bei Weatherford halt tatsächlich der Fall. Also wenn das dann auch wirklich mal anfängt zu laufen, dann läuft's. Ne? Bei Weatherford muss man vielleicht auch noch dazu wissen, die hatten schon einmal eine Chapter 11 hinter sich. Es war 2019 oder 2020, danach kam ein neuer CEO und der hat dann auch tatsächlich das Ruder rumgerissen. Und wenn man sich die Margenentwicklung da anschaut, kann man nur mit der Zunge schnalzen. Also ich empfehle hier nichts, aber man kann sich's gut und gerne mal angucken. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Aktie. Ansonsten wäre er nicht investiert. Ne? Und ja, bekommt er halt hier auch wieder den kompletten Text dazu geliefert. Und ihr könnt natürlich auch eure eigenen Texte letztendlich eingeben. Ne? Jetzt beispielsweise, was könnten wir denn jetzt hier noch fragen? Ich habe ja hier jetzt auch einen vorgefertigten Prompt noch genommen. Den hatte ich davor gemacht. Ist ja auch okay. Ne? Zum Beispiel hier jetzt, analysiere mir bitte die Aktie von Hims Hearst aus der Perspektive eines Growth-Investors. Dabei soll mir Vern AI bitte Umsatz- und Gewinnwachstum untersuchen und ja, Skalierbarkeit genauer drauf eingehen und so weiter und so fort. Ne? Aber Hims und Hearst, es geistert ja auch immer mal wieder durch die Börsenlandschaft. Insofern hatte ich mir gedacht, okay, nehme ich jetzt einfach mal kurz Hims und Hearst und mal gucken, was die KI dazu uns erzählt. Ich habe den Prompt wirklich nicht davor getestet oder dergleichen. Ne? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was hier dabei rauskommt. Insofern spannend. Glänzt aktuell mit einem atemberaubenden Umsatzwachstum von durchschnittlich 78% in den letzten 5 Jahren. Ne? Also ja, würde ich tatsächlich sagen, ist eine Growth-Aktie, ne? Wenn man hier so ein massives Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahre hat. Hier bekommt man es dann auch nochmal aufgelistet. Für insgesamt 2025 würden nochmal knapp 60% erwartet. Also ja, schon eine starke Sache. Ne? ROIC hat sich von minus 17 auf 13,5% gedreht. Tolle Sache, würde ich auch mal behaupten. Skalierbarkeit und Mode. Also ja, ist ein Telehealth-Modell, ist digital und ist auch skalierbar. Ne, benötigt keine traditionellen Arztpraxen, Margen wachsen mit jedem zusätzlichen Nutzer, absolut. Breite Produktpalette, ja, ist gegeben. Starke Kundenbindung, eigenes Branding. Ne, also insofern, ja, und dann schaut er hier noch einen Bewertungscheck durch, hoch, aber noch vertretbar, Fragezeichen, ja. Und dann sagt er hier, argumentiert er mit der PEG-Ratio,
das erwartete Gewinnwachstum ist so hoch, dass die Bewertung aus Wachstumssicht nicht übertrieben wirkt. Interessant, ja, das KGV ist ambitioniert, aber das Unternehmen wächst noch. Ja, und das ist ja immer das Wichtigste. Und ja, Verne.ai-Einschätzung, Hims und Hers ist ein Paradebeispiel für Growth, spektakuläres Topline und EPS und Margenwachstum mit zunehmender Profitabilität. Die Bewertung ist sportlich, aber durch das erwartete Gewinnwachstum fundamental abgesichert. Ja, und ich würde sagen, ist doch eine super Ersteinschätzung, die dann Verne.ai letztendlich hier auch geliefert hat. Ne, bekommt man hier kompakt dann auch dargestellt. Man bekommt dann auch hier wieder die Folgefrage oder man überlegt sich selber eine. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ja, im Grunde bin ich mit der Antwort jetzt hier eigentlich schon mal zufrieden. Gut, ich würde jetzt sagen, wir machen Schluss für heute. Jetzt sind wir ja schon wieder bei 25 Minuten. Ich wollte es eigentlich wesentlich kürzer halten. Wir schauen mal noch kurz drauf, wie ihr dann Investing Pro natürlich auch erwerben könnt. Jetzt habe ich es ja hier schon, jetzt gehe ich hier mal kurz raus. Also entweder ihr öffnet die Beschreibung hier von dem Video, unten in der Beschreibung ist nämlich der Link von der Nicola hinterlegt. Wenn er da drauf geht, dann ist auch direkt der Coupon mit eingerechnet. Investing bietet er immer so zwischen 45 und 50% Rabatt und mit der Nicola ihren Coupon gibt es nochmal 15% obendrauf. Und wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken und dann ist der Coupon da auch direkt angewandt. Oder wenn ihr auf der Seite von investing.com seid, dann klickt da einmal hier oben rechts drauf. Dann kommt ihr hier zu dieser Landingpage. Da wird euch halt nochmal alles über Investing Pro erzählt, ne, was es alles so gibt und so weiter und so fort. Und da könnt ihr dann euren Plan auswählen. Also wir bieten ja einmal jährlich und einmal 2 Jahre, einmal im Pro-Abo und einmal im Pro-Plus-Abo. Das Pro-Abo ist natürlich die abgespeckte Version vom Pro-Plus-Abo. Und ja, beim Pro-Abo ist es so, ihr habt eben nur diese 50 Verne.ai Credits im Monat. Für Gelegenheitsinvestoren, die einmal im Quartal eine Aktie kaufen, ist es okay. Ne? Dann nehme ich halt letztendlich Pro. Was mich bei der Pro-Version persönlich eben immer stört, ist, dass ich überall, wenn ich die Pro-Version dann aufmache, auf Pro Plus hingewiesen werde. Also sprich, ich habe dann im Abo noch Werbung, ne, für Pro Plus, weil ich halt ständig, wenn ich jetzt irgendeine Kennzahl nutzen möchte, soll ich auf Pro Plus upgraden. Also würde mich persönlich aufregen. Und ja, bei Pro Plus habe ich letztendlich auch dann wesentlich breiteres Spektrum, das ich nutzen kann. Ne, ich habe den Screener hier mit dabei, den habe ich hier links drüben gar nicht mit dabei. Ich habe das Dividenden-Widget, habe ich hier auch nicht dabei. Ich habe das Earnings-Widget, müssen wir uns alles noch genauer anschauen, aber das habt ihr hier in der Pro-Version alles nicht. Und ihr habt eben auch diese 500 Verne.ai Credits im Monat. Ihr habt Zugriff auf sämtliche Pro-Pick-Strategien, sämtliche Pro-Research-Berichte. Also grundsätzlich, wenn es machbar ist, dann nehmt doch einfach Pro Plus und dann habt ihr eben alles und dann habt ihr eure Ruhe und ja, dann könnt ihr jede Aktie bis ins kleinste Detail dann auch wirklich durchanalysieren. Gut, und wenn ihr euch dann für Pro Plus entschieden habt, dann geht ihr einmal hier auf Jetzt profitieren. Dann komme ich hier unglücklicherweise nicht zum Checkout. Ich klicke nochmal drauf. Jetzt komme ich zum Checkout. Da wird dann nochmal abgefragt, Jahrespaket oder 2-Jahrespaket. Logisch ist, wer ein 2-Jahrespaket wählt, der fährt nochmal ein Stückchen günstiger. Also wer sagt, okay, Investing Pro ist es, das ist das absolute Top-Investment-Tool, der kann auch gleich zu 2 Jahre, kann auch gleich das 2-Jahres-Paket wählen. Wer sagt, okay, er möchte erstmal ausprobieren, der nimmt erstmal das Jahrespaket. Und wie gesagt, nehmt der Nicola ihren Rabattcode und da tippt ihr nämlich hier einfach Nicola ein, klickt auf Eingabe und dann seht ihr schon, dann geht es nochmal 40 € nach unten. Also ist eine klasse Sache, würde ich mal behaupten. Und da spart ihr euch auch nochmal ein bisschen was. Und dann kann man auch gleich zu dem 2-Jahres-Paket greifen, würde ich mal behaupten, weil da ist der Rabatt nämlich noch ein Stückchen größer. Ne? Aber okay, genau, also so läuft es dann letztendlich. Ja, und damit würde ich dann auch sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gern oder gebt mir gern einen Daumen nach oben und hinterlasst dem Kanal auch ein Abo. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns in einem Monat zum nächsten Video wieder. In dem Sinne, Servus und Tschüss.